als ich so 2002 erstmals mit Jürgen Preuß, der mir ja eher bekannt war als Weinrich Weine, zusammenkam und der die Idee an mich rantrug, er hätte Schiffe von Künstlern, hätte dazu auch Pläne und ob man da nicht mal eine Ausstellung draus machen könnte. Da habe ich erst gestutzt und so für mich gedacht, Ratingen liegt zwar in der Nähe vom Rhein, aber seine Schiffe, seine Überseeschiffe auf dem Rhein wohl kaum. Aber wir haben uns ein zweites Mal getroffen. So Sachen müssen ja in sich ruhen und wachsen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, nochmal überlegt und ich merkte, die Idee ist so was von verrückt. Ja? Nur wie kriegen wir das tatsächlich im Rahmen einer ja auch schönen Ausstellung bei uns im Hause realisiert? Wie alles anfing. Und zwar vor 19 Jahren, 1987, eigentlich mit einem Albtraum. Es herrschte wieder einmal Windstärke 12 in der Überseeschifffahrt, in der ich schon seit vielen Jahren tätig war, durch Ratenkämpfe, Frachtenzerfall und entsprechende Verluste. Ich stellte mir damals die Frage, immer wieder die Frage, was geschieht eigentlich mit den Schiffen? Sie werden verschrottet. Sie werden einfach verschrottet, weil sie nicht mehr aktuell sind, weil es modernere Entwicklungen gibt. Und ja, irgendwie rumorte es mir und dann kam die Lösung. Meine Frau und ich, wir hatten uns intensiv mit moderner Kunst beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Und hier entwickelte sich die Verbindung. Heureka! Die Idee des Flagships war geboren. Statt die Schiffe zu verschrotten, sie einem neuen Sinn zuzuführen. Und dieser Sinn wäre, daraus schwimmende Visionen zu machen. Flagship, Floating Art Giant Ship. Und als ich die Idee zum ersten Mal präsentierte, erklärte mich jeder für verrückt. Du maar gewoon, dann bin ich gek genug. Tu ganz normal, dann bist du bekloppt genug, war die Reaktion. Nichtsdestotrotz schrieb ich 30 weltberühmte Künstler, die sich bereits mit großen Kunstobjekten beschäftigt hatten, an. Und Sie werden es nicht glauben, von den 30 Angeschriebenen reagierten 15. Zwar gab es einige Absagen, aber insgesamt 9 Zusagen, von denen dann wieder leider 5 abfielen, weil ich damals noch kein Modell zur Verfügung stellen konnte. Es ging also darum, dass die Künstler, die ich angeschrieben hatte, das Modell selbst bauen würden anhand der Schiffspläne, die ich ihnen zugeschickt hatte. Ein Paket wurde zusammengestellt, ein Paket mit Schiffsplänen, mit Fotos des W-Kerk-Typ-Schiffes, Wilhelmskerk, Walekerk, mit entsprechenden Informationen über Reedereien, über unsere Firma. Und das war dasjenige, was jeder von den Künstlern erhalten hat. Und die Reaktion, wie ich bereits erwähnte, war sensationell. 15 reagierten, angeschrieben wurden solche namhaften Leute wie Jean-Claude Christo, Roy Lichtenstein, Hundertwasser, Pomodoro, Günter Uecker, Christian Megert, Armand. Und die Reaktion, ja, ich war überwältigt.
Carlos Cruz Diez. Der ist 1923 in Caracas, Venezuela, geboren und lebt und arbeitet heute aber hauptsächlich in Paris. Und der gehört seit den 60er Jahren zu den bedeutenden Vertretern der Op-Art, der Optical Art. Die Optical Art ist eine seit Mitte der 50er Jahren erkennbare Tendenz in der zeitgenössischen Kunst, in denen das Spezifische der visuellen Wahrnehmung einschließlich der optischen Täuschung programmatisch in den Mittelpunkt gestellt wird. Grundlage dieser Kunst sind geometrische Formmuster und Farbabläufe, die im menschlichen Auge Bewegungs- und Flimmereffekte auslösen und damit eine neue, auch kinetische, also bewegte Bildrhythmik erzielen. Diese merkwürdige Bezeichnung Op-Art oder Optical Art, die setzte sich um 1965 durch. Das erste Flagship überhaupt, das Flagship Carlos Cruz Diez. Carlos Cruz Diez ist gebürtiger Südamerikaner, aus Venezuela stammend, mit Ateliers in Paris und Caracas. Er war der Erste, der reagierte auf mein Schreiben, auf mein Päckchen, war begeistert, schickte sofort einige kleine Entwürfe und dann den ersten großen Entwurf, den Sie dort sehen können. Ebenfalls in seiner typischen Handschrift der Chromostrukturen. Carlos Cruz Diez ist übrigens ein Künstler, der schon gewaltige Projekte initiiert hat. Zum Beispiel in einem Kraftwerk in Venezuela, 300 Meter lang den ganzen Innenbereich gestaltet mit diesen Chromostrukturen.
Ja, wir befinden uns hier im Atelier, im wunderbaren Atelier von Christian Megert und freuen uns, dass wir einige Fragen stellen können über das Flagship-Projekt. Wir haben ja nun Ihr fantastisches Modell, haben wir in den Hafen von Sydney platziert, ohne zu wissen, dass Sie ja schon eine ganz konkrete Verbindung zu Sydney haben. Es würde uns natürlich sehr interessieren, wenn Sie uns etwas darüber berichten können. Ja, also die Beziehung zu Sydney, die kam nach dem Flaggschiff. Das Flaggschiff ist ja schon vor 15 Jahren entstanden und dieses Sydney-Projekt, das ist erst vor 10 Jahren entstanden. Und das kommt aus meiner Art zu arbeiten, Sie wissen, mit Spiegelscherben und Fragmenten und mit meinem Lehrstuhl, der ja auch die Architektur mit einbezog an der Kunstakademie Düsseldorf. Ja, meine Überlegung zur Gestaltung dieses Stadtgeländes und in dieser Industriebrache war bestimmt durch die damalige Feststellung des Ozonloches über dem Süden und der großen Problematik, die sich für die australische Bevölkerung stellte. Darum war die Idee dann, aus diesem Element eine Schattenstadt zu machen, die gleichzeitig abgedeckt ist mit Sonnenkollektoren, also auch ein großes Sonnenkraftwerk darstellt, sodass diese Stadt dann über seine Dächer sozusagen auch die ganzen Energie beziehen sollte, die eben diese klimatische Unbill dann aufheben, also aus etwas Negativem eigentlich etwas sehr Positives zu machen. Das hört sich großartig an. Könnten Sie sich vorstellen, wenn das auch etwas kleiner ist als das, was Sie nun als Projekt dort sich vorgestellt haben, dass man bei dem Flagship auch mit solchen Sonnenkollektoren arbeiten könnte? Ja, natürlich. Wir haben ja damals, vor 15 Jahren, gesagt, diese Schiffe sollten benutzt werden können für Messen als Ausstellungsräume, um Sport zu treiben und so weiter. Also man kann das natürlich, diesen Überaufbau, wie er da schon gedacht war, anstelle von Spiegel auch Sonnenkollektoren einsetzen und so dem ganzen Schiff die Energieversorgung sicherstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Chance der Realisierung noch größer wird. Die Frage ist, und da bitte ich Sie ganz ehrlich zu sein, halten Sie das Flagship-Projekt für eine Spinnerei oder vielleicht doch für etwas, was verwirklicht werden könnte? Also als Spinnerei habe ich es nie gesehen. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass sie irgendeines dieser Schiffe so ausgestalten, dass es eben als Messeplatz, als schwimmender Messeplatz oder als schwimmende Sporthalle oder Ausstellungshalle benutzt werden kann, dass so ein Schiff ausgebaut wird und dann auch eingesetzt wird. Ein weiterer Punkt, Sie haben ja damals waren Sie Dekan der Düsseldorfer Kunstakademie und haben dann den Vorschlag gemacht, das Projekt auch mit Ihren Studenten zu realisieren. Ja, ich musste ja jedes Semester irgendeine Aufgabe stellen, die etwas mit Kunst und Architektur zu tun hat. Und das hat sich natürlich angeboten, das war eine tolle Idee und meine Studenten, sowohl aus der Architektur wie aus der freien Kunst, haben das ja dankbar auch aufgenommen und es sind viele Skizzen und Projekte und Überlegungen entstanden, man hat viel darüber diskutiert. Das war schon eine Bereicherung auch der Aufgaben, die da zu lösen sind. Oh, schön, das zu hören und wir haben ja auch das Resultat, können wir ja jetzt bewundern. Vielleicht hätte man noch mehr Modelle zur Verfügung stellen sollen, um deren Ideen zu realisieren. Oder wie sehen Sie das, Herr Megert?
Ja, solange diese so skizzenhaft nur vorliegen auf Papier, wie Sie haben, ist natürlich der ganz große Einsatz nicht passiert. Denn da, wenn man noch ein paar Schiffe gehabt hätte, hätte man das ein bisschen ausgedehnt auf vielleicht 2 Semester und wäre natürlich viel intensiver vorgegangen. Und ich bin sicher, dass da ein paar schöne Ideen noch dazu gekommen wären. Flagship Armand. Armand, gebürtiger Franzose, dann wurde er Amerikaner mit Ateliers in New York, in Paris und in Vence, Südfrankreich. 24 Mitarbeiter. Und Sie müssen sich vorstellen, dass er dieses Schiff durch sein Atelier in Vence hat bauen lassen, aufgrund der Pläne. Wir hatten, wie ich schon sagte, kein Modell zu jener Zeit und er hat dieses Flagship bauen lassen durch seine Mitarbeiter in Vence, bis ins letzte Detail. Aber das ist nicht so entscheidend für ein Flagship. Es trägt seine typische Handschrift. Zig Pinsel bedecken das ganze Schiff, farblich wunderbar gestaltet. Er hat mir in einem Telefonat später gesagt, wenn er nochmal ein Flagship entwerfen würde, müsste es viel mehr Pinsel enthalten. Vergingen 10 Jahre, bis das Günter Uecker Flagship schließlich bei mir landete. 1989 schrieb Günter Uecker mir begeistert, er wäre fasziniert von der Idee, ein Flagship zu gestalten und sagte sofort und spontan zu. Es dauerte allerdings 10 Jahre, bis es schließlich dann den Weg zu mir fand.
Als ich dieses Flagship bekam, war ich völlig begeistert. Aber mir war klar, dass es sich nicht um ein Flagship handelte, sondern es war etwas völlig anderes. Es konnte ja nicht fahren. Ein Flagship, ein Floating Art Giant Ship, ist eigentlich ein gigantisches Schiff, was von Hafen zu Hafen, von Welthafen zu Welthafen fahren kann. Und das war hier ja nicht möglich. Und da kam mir die Idee, dass ein Flagship auch als Wahrzeichen, als Leuchtturm einer Region, einer Stadt, eines Landes dienen könnte. Und so reifte der Entschluss, das Günter Uecker Flagship auf die Düsseldorfer Rheinwiesen zu stellen.